Das neue Scalable Capital Tagesgeldkonto bietet dir nicht nur überdurchschnittliche Zinsen, sondern einige Extras, die du sonst nirgendwo bekommst. Aber wie gut ist das Tagesgeld von Scalable Capital wirklich? Gibt es einen Haken? In diesem Video zeige ich dir alles, was du wissen musst. Die Vorteile, aber auch die Nachteile. Und am Ende sage ich dir, ob sich das Angebot lohnt oder ob eine Alternative vielleicht besser für dich geeignet ist. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Lass uns zuerst auf die Vorteile schauen. Es gibt keine Depot- oder Kontoführungsgebühren. Dafür ist kein Mindestgeldeingang oder ähnliches nötig. Der zweite Vorteil ist der überdurchschnittlich hohe Zins. Mit aktuell 2,5% pro Jahr ist der nämlich höher als der Leitzins der EZB. Wie hoch der Zins ist, wenn du das Video schaust, siehst du unter dem Link in der Beschreibung. Eine Besonderheit: Der Zins gilt ohne Frist. Anders als bei praktisch allen anderen Tagesgeldangeboten wird hier der Zins nicht automatisch nach 3 oder 4 Monaten gesenkt. Der Zins gilt für alle Kunden. Ein weiterer Vorteil ist die tägliche Zinsberechnung bei monatlicher Auszahlung. Die Zinsen werden dir jeden Monat gutgeschrieben. Dadurch wächst dein Guthaben kontinuierlich und wird direkt wieder mitverzinst. So profitierst du automatisch stärker vom Zinseszinseffekt als bei vierteljährlicher oder jährlicher Zinsauszahlung. Eine Guthabenobergrenze für die Verzinsung gibt es nicht. Hier wird also dein gesamtes Guthaben mit 2,5% per annum verzinst. Auch steuerlich ist das Ganze sehr unkompliziert geregelt. Du kannst einfach einen Freistellungsauftrag hinterlegen und so deinen Sparerpauschbetrag nutzen. Wird dieser überschritten, führt Scalable Capital die Abgeltungssteuer automatisch ab. Du musst dich also um nichts weiter kümmern. Das Tagesgeldkonto kann auch für Minderjährige eröffnet werden. So kann man für Kinder und Jugendliche sparen. Das ist besonders interessant, weil auch Minderjährige einen eigenen Steuerfreibetrag für Zinserträge nutzen können. Wie bei Tagesgeld üblich, bist du auch mit dem Scalable Capital Konto absolut flexibel. Du kannst jederzeit Geld ein- oder auszahlen. Die Umbuchung auf das Verrechnungskonto erfolgt in Echtzeit. Kommen wir zum Thema Sicherheit. Nutzt du das Scalable Capital Depot im Prime Plus Tarif, liegt das Geld auf dem Tagesgeld bei der Scalable Capital Bank und 4 Partnerbanken, nämlich der Deutschen Bank, der HSBC Continental Europe, der Münchner Hypothekenbank und der NordLB. Damit hast du bis zu 5 mal 100.000 Euro gesetzliche Einlagensicherung sowie weitere Absicherungen bei Banken, die eine zusätzliche freiwillige Einlagensicherung haben. Im kostenlosen Free-Tarif kann dein Geld außerdem auch in Geldmarktfonds investiert sein. Dann greift die Einlagensicherung nur für das Guthaben bei der Bank und der andere Teil ist Sondervermögen, den du im Falle einer Insolvenz der Bank an einen Broker deiner Wahl übertragen kannst. Schauen wir uns also die Nachteile an. Du brauchst ein Depot bei Scalable Capital. Auch wenn das Tagesgeldkonto eine eigene IBAN hat, kannst du es nicht ohne das Wertpapierdepot eröffnen. Das ist aber kostenlos und bietet sehr attraktive Konditionen. Wie gesagt, ist es im Free-Tarif möglich, dass dein Geld nicht 100% im Tagesgeld liegt. Hier werden höhere Beträge auch in einen Geldmarktfonds investiert. Ein Geldmarktfonds unterliegt nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. Stattdessen handelt es sich um ein Sondervermögen. Das bedeutet, sollte Scalable Capital insolvent gehen, gehört der Fonds weiterhin dir und kann in ein anderes Depot übertragen werden. Aber es besteht ein, wenn auch in der Regel geringes, Wertverlustrisiko. Wenn du also maximale Sicherheit im Sinne der gesetzlichen Einlagensicherung willst, dann ist ein klassisches Tagesgeldkonto bei einer Bank mit klarer 100.000 Euro Absicherung die transparentere Lösung. Im Prime Plus Tarif für 4,99 € im Monat handelt es sich um ein 100%iges Tagesgeld. Der Prime Plus Tarif bietet dir zusätzlich auch eine Trading Flatrate für den Handel mit Wertpapieren. Ein weiterer Nachteil: Der Zins ist variabel. Ein Vorteil des Scalable Capital Tagesgeldkontos ist, dass der erhöhte Zins nicht nach Ablauf von 3 Monaten automatisch gesenkt wird, sondern dass er für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen gilt. Er ist aber variabel und kann, wie auch die Bestandskundenzinsen, bei anderen Tagesgeldanbietern jederzeit geändert werden. Kommen wir zur entscheidenden Frage: Lohnt sich das Scalable Capital Tagesgeldkonto? Hier kommt meine Bewertung. Ich finde, ja. Der Zinssatz von 2,5% pro Jahr ist attraktiv. Vor allem, weil er erstens deutlich über dem Einlagenzins der Europäischen Zentralbank liegt und zweitens, weil er nicht, wie sonst bei Tagesgeld üblich, nach 3 Monaten gesenkt wird. Die monatliche Zinszahlung, keine Gebühren und keine Mindestanlage sind klare Pluspunkte. Den Link zum Scalable Capital Tagesgeldkonto findest du unter dem Video. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Wie findest du das Scalable Capital Tagesgeld? Schreib's mir gern in die Kommentare. Und wenn dir das Video geholfen hat, freue ich mich über einen Like. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.